Erdbeerkuchen backen mit Lukas, A1 A2. Heute ist Sonntag, der 18. Mai. Gestern waren Lukas und ich beim Erdbeerfeld. Wir haben viele frische Erdbeeren gepflückt. 2 Kilo 35. Vorbereitung, die Planung. Heute will ich einen Erdbeerkuchen backen. Das ist eine gute Idee, denn wir haben zu viele Erdbeeren. Ich denke, welche Zutaten brauche ich? Ich mache einen einfachen Kuchen, einen Rührkuchen mit frischen Erdbeeren. Wir brauchen das Mehl, der Zucker, die Eier, die Butter, das Backpulver, die Milch, die Sahne für obendrauf. Lukas ist sehr hilfsbereit. Er geht in den Supermarkt. Lukas fragt: Brauchen wir noch Zucker? Ich antworte: Ja, bitte. Und bring auch frische Sahne mit. Lukas sagt: In Ordnung, bis gleich. Das Backen beginnt, die Zubereitung. Jetzt sind alle Zutaten auf dem Küchentisch. Das Backen kann beginnen. Zuerst mische ich die trockenen Zutaten. Ich wiege 200 Gramm Mehl. Ich gebe einen Löffel Backpulver dazu. Dann schlage ich die Butter und den Zucker mit dem Handmixer. Das macht Lärm. Lukas kommt. Was machst du? Es ist sehr laut. Ich lache. Ich mache den Teig. Willst du helfen? Lukas schlägt die Eier auf und gibt sie vorsichtig in die Schüssel. Wir rühren alles gut zusammen. Das ist der Teig. Jetzt putze ich die Erdbeeren. Ich wasche sie unter kaltem Wasser. Ich schneide sie in kleine Stücke. Ich fette eine Springform ein. Dann fülle ich den Teig in die Form. Lukas fragt: Wo kommen die Erdbeeren hin? Ich sage, die kommen auf den Teig. Aber erst, wenn der Kuchen fertig gebacken ist. Im Backofen und der Genuss, das Ergebnis. Ich stelle den Kuchen in den Backofen. Ich stelle die Uhr auf 45 Minuten. Bei 180 Grad. Lukas und ich warten in der Küche. Es riecht wunderbar. Es riecht nach süßem Kuchen und Frühling. Nach 45 Minuten ist der Kuchen fertig. Er ist goldbraun und sieht lecker aus. Ich nehme ihn vorsichtig aus dem Backofen. Er muss abkühlen. Wenn der Kuchen kalt ist, schlage ich die Sahne steif. Ich bestreiche den Kuchen mit Sahne.
und lege die restlichen Erdbeeren darauf. Ein perfekter Erdbeerkuchen. Wir schneiden ein kleines Stück ab. Lukas nimmt einen Bissen. Der Kuchen ist locker und die Erdbeeren sind frisch. Er schmeckt fantastisch. Ich bin stolz. Der Kuchen ist gelungen. Teilen und entspannen, der Abschluss. Wir wollen den Kuchen teilen. Wir besuchen unsere Nachbarin, Frau Schmidt. Wir sagen, Guten Tag, Frau Schmidt. Möchten Sie ein Stück Kuchen probieren? Frau Schmidt ist sehr froh. Ach, wie nett. Vielen Dank. Wir bringen auch unserem Freund Peter ein Stück Kuchen. Er freut sich auch. Am Abend sind wir zu Hause. Wir sind zufrieden und müde. Ich sitze auf dem Sofa. Lukas liest ein Buch. Der Tag war schön und produktiv. Selbstgemachter Erdbeerkuchen ist die beste Belohnung. Jetzt entspanne ich mich. Vokabel lernen mit Kirschzauber. Die Erdbeere. Bedeutung: rote, fleischig-aromatische Frucht. Beispiel: Die Erdbeere ist rot. Der Kuchen. Bedeutung: Gebäck aus Mehl, Fett, Zucker, Eiern und anderen Zutaten. Beispiel: Wir bringen auch unserem Freund Peter ein Stück Kuchen. Die Zutat. Bedeutung: etwas, das man braucht, um ein Essen oder einen Kuchen zu machen. Beispiel: Zuerst mische ich die trockenen Zutaten. Rührkuchen. Bedeutung: Kuchen aus Rührteig. Beispiel: Ich mache einen einfachen Kuchen, einen Rührkuchen mit frischen Erdbeeren. Das Mehl. Bedeutung: ein weißes Pulver aus Getreide, zum Beispiel aus Weizen. Man braucht es oft, um Brot, Kuchen oder Nudeln zu backen oder zu machen. Beispiel: Wir brauchen das Mehl, der Zucker, die Eier und so weiter. Der Zucker. Bedeutung: süß schmeckende, feinkörnige, lockere, weiß aussehende Substanz. Beispiel: Dann schlage ich die Butter und den Zucker mit dem Handmixer. Das Ei. Bedeutung: Hühnerei als Nahrungsmittel. Beispiel: Lukas schlägt die Eier auf und gibt sie vorsichtig in die Schüssel. Die Butter. Bedeutung: aus Milch gewonnenes, besonders als Brotaufstrich verwendetes Fett. Beispiel: Dann schlage ich die Butter und den Zucker mit dem Handmixer. Das Backpulver. Bedeutung:
Treibmittel für den Kuchen, Teig. Beispiel: Ich gebe einen Löffel Backpulver dazu. Die Sahne. Bedeutung: oben schwimmender, fetthaltigster Teil der Milch. Rahm. Beispiel: Wenn der Kuchen kalt ist, schlage ich die Sahne steif. Der Teig. Bedeutung: eine weiche Masse. Man macht ihn aus Mehl und Wasser, um zum Beispiel Brot, Brötchen oder Kuchen zu backen. Beispiel: Dann fülle ich den Teig in die Form. Der Backofen. Bedeutung: Ofen in einer Bäckerei zum Backen von Brot, Kuchen und anderes. Beispiel: Ich stelle den Kuchen in den Backofen. Die Springform. Bedeutung: eine runde Kuchenform mit abnehmbarem Rand. Beispiel: Ich fette eine Springform ein. Die Schüssel. Bedeutung: ein tiefes, rundes Gefäß zum Mischen oder Servieren von Speisen. Man kann darin auch Teig machen. Beispiel: Lukas schlägt die Eier auf und gibt sie vorsichtig in die Schüssel. Der Bissen. Bedeutung: eine kleine Menge Essen, die man in den Mund nimmt. Es ist so viel, wie man auf einmal kauen und schlucken kann. Beispiel: Lukas nimmt einen Bissen. Die Belohnung. Bedeutung: etwas Gutes, das man bekommt, weil man etwas sehr gut gemacht hat. Es ist ein Preis oder ein Dankeschön für eine gute Arbeit oder Leistung. Beispiel: Selbstgemachter Erdbeerkuchen ist die beste Belohnung. Hilfsbereit. Bedeutung: bereit, anderen zu helfen, behilflich zu sein. Beispiel: Lukas ist sehr hilfsbereit. Trocken. Bedeutung: frei von Feuchtigkeit, Nässe. Beispiel: Zuerst mische ich die trockenen Zutaten. Vorsichtig. Bedeutung: man passt auf, um keine Fehler zu machen oder sich nicht zu verletzen. Beispiel: Ich nehme ihn vorsichtig aus dem Backofen. Locker. Bedeutung: etwas nicht fest, hart oder eng. Es ist leicht, luftig und entspannt. Beispiel: Der Kuchen ist locker und die Erdbeeren sind frisch. Zusatzbeispiele: Die Schraube ist locker. Der Kuchen ist locker. Die Stimmung war locker. Gelungen. Bedeutung: erfolgreich. Beispiel: Ich bin stolz, der Kuchen ist gelungen. Zufrieden. Bedeutung: man ist glücklich mit der aktuellen Situation und wünscht sich nichts Besseres. Beispiel: Wir sind zufrieden und müde. Brauchen. Braucht. Brauchte. Hat gebraucht. Bedeutung: nötig haben. Beispiel: Welche Zutaten brauche ich? Mischen. Mischt. Mischte. Hat gemischt. Bedeutung: verschiedene Dinge zusammenzutun, so dass sie eins werden. Beispiel: Zuerst mische ich die trockenen Zutaten. Wiegen. Wiegt. Wog.
hat gewogen. Bedeutung: das Gewicht von etwas mit einer Waage messen. Beispiel: ich wiege 200 Gramm Mehl. Schlagen, schlägt, schlug, hat geschlagen. Bedeutung: etwas sehr schnell und kräftig zu bewegen, um es schaumig zu machen oder Zutaten zu vermischen. Beispiel: dann schlage ich die Butter und den Zucker mit dem Handmixer. Aufschlagen, schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen. Bedeutung: etwas Geschlossenes zu öffnen, wie ein Buch, oder etwas Hartes zu zerbrechen, wie ein Ei. Beispiel: Lukas schlägt die Eier auf und gibt sie vorsichtig in die Schüssel. Rühren, rührt, rührte, hat gerührt. Bedeutung: etwas langsam mit einem Löffel oder Mixer im Kreis zu bewegen, um es gleichmäßig zu vermischen. Beispiel: wir rühren alles gut zusammen. Putzen, putzt, putzte, hat geputzt. Bedeutung: etwas Schmutziges sauber machen, damit es wieder glänzt. Beispiel: jetzt putze ich die Erdbeeren. Waschen, wäscht, wusch, hat gewaschen. Bedeutung: etwas mit Wasser und oft Seife sauber machen. Beispiel: ich wasche sie unter kaltem Wasser. Schneiden, schneidet, schnitt, hat geschnitten. Bedeutung: etwas mit einem Messer oder einer Schere in Stücke oder Teile trennen. Beispiel: ich schneide sie in kleine Stücke. Einfetten, fettet ein, fettete ein, hat eingefettet. Bedeutung: etwas mit Butter oder Öl einreiben, damit später nichts anklebt. Beispiel: ich fette eine Springform ein. Füllen, füllt, füllte, hat gefüllt. Bedeutung: einen leeren Behälter oder Raum mit etwas vollmachen. Beispiel: dann fülle ich den Teig in die Form. Aussehen, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen. Bedeutung: wie eine Person oder Sache optisch wirkt. Beispiel: er ist goldbraun und sieht lecker aus. Abkühlen, kühlt ab, kühlte ab, hat abgekühlt. Bedeutung: etwas Heißes langsam kälter wird. Abkühlen und kühlen. Wenn es von heiß zu kalt geht, sagen Sie abkühlen. Für alles andere, kalt halten oder nur kalt machen, sagen Sie kühlen. Zum Beispiel: der Kuchen muss abkühlen. Wir kühlen die Getränke im Kühlschrank. Stellen, stellt, stellte, hat gestellt. Bedeutung: aufrecht an einen bestimmten Ort tun. Beispiel: ich stelle die Uhr auf 45 Minuten. Bestreichen, bestreicht, bestrich, hat bestrichen. Bedeutung: eine dünne Schicht von etwas, wie Butter oder Sahne, auf die Oberfläche von etwas anderem auftragen. Beispiel: ich bestreiche den Kuchen mit Sahne und lege die restlichen Erdbeeren darauf. Entspannen, entspannt, entspannte, hat entspannt.
Bedeutung: sich ausruhen und ruhig werden, um Stress zu vergessen. Beispiel: Jetzt entspanne ich mich. Quizzeit mit Kirschzauber. Nummer 1. Woher haben die Erzählerin und Lukas die Erdbeeren geholt? Das Erdbeerfeld. Nummer 2. Was macht Lärm, als Lukas vom Einkaufen kommt? Der Handmixer. Nummer 3. Was hat die Erzählerin mit der Sahne gemacht, als der Kuchen abgekühlt war? Schlagen. Die Erzählerin hat die Sahne steif geschlagen. Nummer 4. Wem haben die Erzählerin und Lukas den Kuchen gegeben? Die Nachbarin, Frau Schmidt, und der Freund, Peter. Nummer 5. Was haben die Erzählerin und Lukas gemacht, als sie nach dem Verteilen des Kuchens nach Hause kamen? Die Erzählerin hat auf dem Sofa gesessen. Lukas hat ein Buch gelesen. Nummer 6. Was macht die Erzählerin auf dem Bild? Tipp: Ich. Eine Springform. Einfetten. Ich fette eine Springform ein. Nummer 7. Warum ist Lukas zum Supermarkt gegangen? Lukas ist zum Supermarkt gegangen, um Zucker und Sahne zu kaufen. Oder: Lukas hat Zucker und Sahne gebraucht. Nummer 8. Welcher bestimmte Artikel passt nicht zum Wort? Das Backpulver. Die Butter. Nummer 9. Sagen Sie, wie der Gegenstand auf dem Bild mit dem Artikel heißt. Der Teig oder die Schüssel. Nummer 10. Sagen Sie, wie der Gegenstand auf dem Bild mit dem Artikel heißt. Der Backofen. Nummer 11. Sagen Sie, wie der Gegenstand auf dem Bild mit dem Artikel heißt.
Die Springform. Nummer 12. Was ist das passende Verb für das Bild? Tipp: Ich, 200 Gramm Mehl. Wiegen. Nummer 13. Was ist das passende Verb für das Bild? Tipp: Ich, eine Springform. Einfetten. Ich fette eine Springform ein. Nummer 14. Was ist das passende Verb für das Bild? Tipp: Ich, den Kuchen mit Sahne. Bestreichen. Ich bestreiche den Kuchen mit Sahne. Nummer 15. Was ist das passende Verb für das Bild? Tipp: Wir, unsere Nachbarin, Frau Schmidt. Besuchen. Wir besuchen unsere Nachbarin, Frau Schmidt. Nummer 16. Welches Wort passt zu dieser Definition? Tipp: Wir. Alles gut zusammen. Rühren. Wir rühren alles gut zusammen. Nummer 17. Welches Wort passt zu dieser Definition? Der Kuchen muss. Abkühlen. Der Kuchen muss abkühlen. Nummer 18. Welches Wort passt zu dieser Definition? Tipp: Zuerst mische ich die Zutaten. Trocken. Zuerst mische ich die trockenen Zutaten. Nummer 19. Welches Wort passt zu dieser Definition? Tipp: Ich, sie unter kaltem Wasser. Waschen. Ich wasche sie unter kaltem Wasser. Nummer 20. Was haben die Erzählerin und Lukas mit den Erdbeeren gemacht? Der Erdbeerkuchen. Oder: Sie haben den Erdbeerkuchen gemacht. Gut gemacht. Super.